Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Devs on Tape. Heute nach wie vor immer noch aus Denver, beziehungsweise aus Aurora in der Nähe von Denver in Amerika. Ich habe die Gelegenheit genutzt, heute auf der Konferenz einen ganz besonderen Gast einzuladen, hier bei uns in den Podcast zu kommen. Und zwar haben wir heute Mark Safes als Gast hier bei uns. Ich freue mich sehr und ich bin auch sehr dankbar, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Caro kann leider heute nicht mit dabei sein. Die ist auf einer anderen Konferenz unterwegs und nimmt auch fleißig Folgen auf für euch. An der Stelle, hallo Marc. Ja, hallo Kai, vielen Dank. Schön, dass du hergefunden hast und schön, dass wir heute miteinander aufnehmen können. Genau, es gibt ohne Ende Themen, über die wir miteinander sprechen können. Ich bin mir super sicher, dass unsere Hörer und unsere Community sehr interessiert daran sind, mehr über dich zu erfahren. Ich glaube, wir starten einfach mal damit, dass du vielleicht noch mal ein bisschen näher erklärst, wer du denn eigentlich bist, was du machst und aus welcher Richtung du Mark eigentlich kommst. Safes, ich bin Senior Director für Software Development für Apex. Ich leite die Entwicklung von Apex und bin seit 20 Jahren im Apex-Team. Habe 2002 ins Apex-Team gewechselt und seit 25 Jahren bei Oracle. Habe im April 98 in Hamburg angefangen, Oracle Consulting, und dann relativ schnell nach New York umgezogen. Aber ja, 25 Jahre Oracle, 20 Jahre Apex. Das ist eine Wahnsinnszeit, muss ich ehrlich sagen. 25 Jahre im gleichen Unternehmen. Ich meine, es ist ein großes Unternehmen, klar, es ist ein Konzern, aber 25 Jahre ist Wahnsinn. Ja, du leitest das Oracle Apex Team. Das ist natürlich für unsere Hörer auch schon ein Thema, weil wir natürlich viele Gäste auch aus diesem Umfeld haben, auch teilweise aus dem Entwicklungsteam. Und jetzt können wir mit Sicherheit noch ein paar spannende Insights davon erfahren, wie die Arbeit denn so ist. Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, würde ich gerne noch mal ein bisschen noch zu der Zeit erfahren. Also ganz offensichtlich sprechen wir jetzt hier in dem Podcast auf Deutsch, obwohl wir in Amerika sind und du ja auch mittlerweile in Amerika wohnst. Wie kam es dazu? Du kommst aus Hamburg, das hört man wahrscheinlich auch raus. Wie kam es dazu, dass du nach New York gezogen bist? Angefangen bei Oracle in 98, war vorher bei Star Division. Die hatten in Hamburg ihren Hauptsitz. Star Office wurde in den 90er Jahren mit jedem Printer ausgehändigt und war ein Konkurrenzprodukt zu Microsoft Office, und später wurde es dann Open Source, gibt es nach wie vor. Open Office ist daraus entstanden, und dort hatte ich während meines Studiums schon angefangen zu arbeiten, neben meinem Studium, und hatte dort auch meine Diplomarbeit geschrieben über Webanwendungen. Das war 96, 97, da gab es also gerade so ein bisschen CGI-Skripte und Pro-Skripte und HTML-Seiten, und da haben wir damals schon Anwendungen gebaut für den Vertrieb der Firma, und da bin ich dann allerdings relativ schnell nach dem Studium, nach dem Abschluss dann zu Oracle gewechselt, und Oracle war zu dem Zeitpunkt, da gab es so gut wie kein Internet oder Internetanwendungen oder Internetprodukte, das war alles noch sehr Datenbank, gab Application natürlich, Reports, Forms. Ich hatte dort im Consulting angefangen, das heißt, wir waren also sehr strukturiert da mit Oracle Designer und Oracle Reports und Oracle Forms rangegangen, und mein Ziel war so ein bisschen Internet dort bekannt zu machen und Java-Anwendungen zu bauen, was auch überhaupt noch gar nicht gab dort, und da hatte ich also nicht sehr viele Abnehmer für gefunden, weil, wie gesagt, das war so noch nicht auf deren Agenda, aber dann ergab sich die Möglichkeit für den Kunden Bertelsmann zu arbeiten. Bertelsmann hatte damals einen Online-Bookstore aufgebaut, Online-Books-Music-Store aufgebaut, und die Entwicklung fand in New York City statt. BMG Music ist Teil von Bertelsmann, und die hatten einen großen Tower am Times Square, direkt am Times Square. Und da hatte sich Bertelsmann überlegt, dass sie die Entwicklung dort machen, weil das Ziel war eben, einen Online-Bookstore aufzubauen für US-Market und auch für den europäischen Markt und Japan. Und daher fand das Ganze in New York statt, und ich bin dann in das Projekt reingekommen, wurde angeboten, dort vor Ort 2-3 Monate zu arbeiten und dann wieder zurückzugehen und das dann von Deutschland aus weiterzumachen. Und wie sich das dann so ergibt, bin ich nach wie vor in New York. Das war so etwas länger als 2 bis 3 Monate. Und also es wurde vorher als zwei. Also das war 2-3 Monate war das Ziel, und am Ende war ich bei dem Kunden 2 Jahre gewesen. Und
Ja. Das war das Ziel und ich war dann in der Zeit ein paar Mal hin und her geflogen. Meine Frau war gleich bei der ersten Runde mitgekommen, hatten dann ein paar Wochen dort zusammen verbracht, hatten dann auch in New York geheiratet, weil wenn wir schon mal da sind, bietet sich das ja an. Und aber dann wurde das Projekt immer weiter verlängert und dann gab es immer die Anrufe, ja, komm dann nochmal wieder für 2-3 Wochen und nochmal wieder für 2-3 Wochen. Und irgendwann hatte Bertelsmann mir dann angeboten, bei denen anzufangen und eben in dieser Position fest für Bertelsmann zu arbeiten, was sehr attraktiv war. Allerdings hatten sie ihr Entwicklungsteam dann in Rostock aufgebaut. Und die Position wäre also in Rostock gewesen. Und gleichzeitig hatte mir Oracle USA angeboten, nach New York zu wechseln. Und dann habe ich mit meiner Frau unterhalten, New York, Rostock und schwere Entscheidung, aber letztlich haben wir uns dann für New York entschieden. Das ist ja eine total verkehrte Welt. Also, dass du erst für Oracle Deutschland arbeitest und bist für Bertelsmann rüber nach New York gegangen. Und dann hat Bertelsmann in New York gesagt, nee, wir werden jetzt in Rostock weiterentwickeln. Und Oracle, die dich vorher in Deutschland angestellt haben, haben gesagt, wir brauchen dich jetzt für USA. Ja, aber das ist ja toll. Also ich stelle mir das vor, nach Amerika im Gesamten zu ziehen. Ich entnehme dem jetzt, dass ihr, als ihr da geheiratet habt, natürlich noch keine Kinder mit dabei hattet. Keine Kinder und auch keine Pläne, wirklich dort längerfristig zu bleiben. Also wie gesagt, das waren ein paar Monate war das angesetzt, aber. Ja, also ging der Umzug ja einigermaßen gut dann noch, ohne dass das viele. Der Umzug ging gut, ein paar Überraschungen gab es natürlich schon. Ich hatte, wie gesagt, für dieses Projekt bei Bertelsmann gearbeitet und dann hat Oracle den Visa-Prozess gestartet, dass ich dort ein Arbeitsvisum bekomme und mir den Offerletter geschickt. In Deutschland, wenn man irgendwo neu anfängt, dann bekommt man formell einen Arbeitsvertrag. Da ist dann alles im Detail geregelt über hunderte von Seiten. In den USA, wenn man irgendwo anfängt, bekommt man einen Offerletter. Das ist ein einseitiger Brief mit 1-2 Paragraphen über, ja, du fängst bei uns an für das und das Geld und wir können uns gegenseitig mit 2 Wochen Notice kündigen. Und das war erstmal überraschend. Und dann dachte ich, alles ist so auf dem Weg und alles geht so voran. Und dann war ich im März 99, so ein halbes Jahr bevor ich eigentlich rüberziehen wollte, dann nochmal wieder in New York gewesen und dann auch wieder bei Bertelsmann mitgearbeitet. Und dann dachte ich mir, schaue ich doch mal bei meinem zukünftigen Office vorbei, guck mal, wie mein zukünftiger Manager, wie das so läuft. Also gehe ich rüber. Bertelsmann war im Times Square, Oracle Office war in der Nähe von Fifth Avenue, Midtown. Bin ich dahin gelaufen, mich da vorgestellt und dann nach meinem zukünftigen Manager gefragt. Ja, den gibt es nicht mehr. Und ungünstig. Irgendwelche anderen Kollegen, mit denen ich bei Oracle, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die vielleicht Bescheid wissen, nee, also alle weg, haben alle Oracle verlassen. Also da wusste keiner Bescheid, was denn mit meinem Umzug oder Transfer oder sowas ist. Bei Oracle Deutschland hatte ich mittlerweile schon formell gekündigt, weil das ist Teil des Transfers. Du musst formell kündigen, also da war ich dann doch etwas nervös. Das heißt, die wussten im Endeffekt gar nichts von dem Offerletter. Das heißt, du hättest den durchaus unterschreiben können, hättest da hinlaufen können und die hätten sagen können, ja okay, der das ausgestellt hat, der ist gar nicht mehr da und von daher kannst du das Papier wieder mitnehmen und gucken. Jo. Wow, okay. Und dann hast du aber dann letztendlich doch noch jemanden gefunden in New York. Dass das ja, letztlich haben wir dann das Paperwork doch noch irgendwo finden können. Und die Oracle Consulting Mitarbeiter, die letztlich das Projekt übernommen hatten natürlich durchaus ein Interesse, mich dort weiter zu beschäftigen, weil als Consultant bringe ich halt Geld rein und wenn ich in deren Team wechsle, das ist natürlich schon von Vorteil. Und da gab es dann also einen anderen Mitarbeiter, der hat dann gesagt, nee klar, das setze ich weiter voran und dann kannst du also zum September dann bei uns anfangen und wir sehen zu, dass das mit dem Visum und so weiter dann auch vorangeht. Wahnsinnig. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich im Übergang von einem Arbeitgeber zum nächsten Arbeitgeber, der ja theoretisch eigentlich das gleiche Unternehmen ist, ich glaube nicht, dass Oracle Deutschland dich hätte fallen lassen, wenn das nicht funktioniert hätte, aber dann währenddessen zu erfahren, dass das eigentlich alles noch mal in der Schwebe ist, Wahnsinn. Ja, und du wohnst immer noch in New York, das heißt, es hat alles gut geklappt, du hast dich gut zurechtgefunden und du hast ja auch irgendwann in die coolste Technologie der Welt gefunden und hast Apex kennengelernt. Wie ist das denn gewesen? Das war im Prinzip direkt nach dem Bertelsmann-Projekt entstanden, als mein Entwurf mit dem Projekt vorbei war. Da hatte ich einen Anruf bekommen von einem Consulting-Manager aus Washington, D.C., der versuchte, ein
Team aufzubauen, das an Extensions, Enhancements für Oracle Applications arbeiten sollte. Heute heißt es Fusion Apps und E-Business Suite und so weiter. Damals gab es also auch schon Applications. Und der Kunde in dem Fall war die City of Chicago. Und die City of Chicago hatte Oracle Applications eingeführt und das Purchasing Module insbesondere. Darum ging es, wo die Stadt Chicago Ausschreibungen macht für neue Straßen, Flughäfen, was auch immer. Und was die Standardinstallation eben nicht angeboten hat, war, dass man Minority-owned und Women-owned Businesses trackt. Weil in Chicago gab es oder gibt es Compliance Requirements, dass certain percentage an Aufträgen an Minority-owned Businesses und Women-owned Business ausgegeben werden muss. Und da ging es eben darum, dass wir das tracken wollten. Daher sollten wir eine Extension bauen zu Oracle Applications, und mit meinem Background bei Bertelsmann, wo wir eben die damalige Oracle Store Solution erweitert hatten mit Java, war eben das Ziel, dass ich was Ähnliches dort mache. Allerdings war ich der einzige Entwickler, der ein bisschen Java gemacht hatte. Okay. Alle anderen Kollegen, die wir dort hatten, die hatten so den traditionellen Oracle Background, Oracle Forms, Oracle Designer, Reports. Da war also keinerlei Java oder Oracle Applications Kenntnisse da, und da hatten wir es etwas schwer getan, haben dann, glaube ich, 2-3 Monate lang vor uns hingebastelt, nach wie vor in Washington, weil der Consulting Manager eben in Washington arbeitet. Später sind wir nach Chicago gegangen, aber zu dem Zeitpunkt eben noch in Washington, beziehungsweise in dem Bethesda Office in der Nähe von Washington. Und so nach 3 Monaten mit wenig Progress hatte der Consulting Manager uns dann Mike Hitchbar und Joel Kalman vorgestellt und meinte, na, schau dir doch mal an, was die machen. Vielleicht hilft uns das ja mit dem Projekt. Und die hatten zu dem Zeitpunkt bereits Apex gemacht oder daran gearbeitet. Damals hieß es noch Flow Builder oder Oracle Plattform oder was auch immer für Namen zu dem Zeitpunkt hatten. Und es war ein internes Framework. Das war noch nicht production ready. Wurde in 1-2 Projekten intern eingesetzt, aber war eben noch nichts, was irgendwo groß im Einsatz war. Und ich hatte mir das angeschaut und dachte, nee, also das ist also nicht die Technologie, wo ich jetzt mich mit beschäftigen möchte, weil SQL, PLSQL, Datenbank, das sieht auch alles sehr, sehr alt und angestaubt aus. Ich will Java machen, das ist die Zukunft. Oh, wow. Und habe gedacht, nee, also und dieses Rumklicken und Declarative Framework, also das war nicht so mein Ding. Da habe ich meine Karriere nicht gesehen, dass das irgendwie eine Zukunft hat. Aber gut, wir waren halt nicht vorangekommen mit unseren Java-Versuchen, und dann haben wir es eben für eine Woche mal ausprobiert. Und in dieser einen Woche haben wir also deutlich mehr Fortschritt gemacht als in den 3 Monaten vorher. Und wie man es kennt, ja. Ja, das hat dann also ziemlich die Entscheidung dann herbeigeführt, dass wir eben mit Apex weitermachen. Sowohl die Entscheidung, dass mit Apex weitergemacht wird, als auch die Entscheidung, dass du es vielleicht doch für dich als Zukunft sehen könntest? Oder warst du nach wie vor absolut. skeptisch? Ich habe gesehen, wie dieses gesamte Consulting-Team, was wir hatten, auf einmal produktiv war. Klar, die hatten keine Java-Background, aber kannten SQL und PLSQL sehr gut, kannten die Datenbank sehr gut, und die waren also auf einmal in der Lage, wirklich produktiv dort Sachen zusammenzubauen. Also das ging sehr schnell, und haben dann also relativ schnell das Projekt so weit abschließen können, dass das geliefert hat, was die Stadt brauchte, und das hat sich dann auch in der Stadt rumgesprochen. Und daher wurden wir dann anschließend eingeladen, für das Chicago Police Department zu arbeiten und dort Oracle Forms Migrations zu machen. Wie gesagt, das war in 2001, 2002, also das ist nach wie vor ein Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, 20 Jahre später. Aber damals war Forms sicherlich noch sehr viel stärker im Einsatz, aber deren Ziel war eben, von Forms auf eine Webanwendung umzustellen. Ja. Und dann wurden wir dort eingeladen, und dann war auch Mikes Team mit dabei. Die wurden dann auch alle so wöchentlich eingeflogen. Mike, Joe, Jason, einige andere, die nach wie vor beim Team sind, haben wir uns dann da abgewechselt und dann angefangen, für die nächsten 1,5 Jahre oder sowas für das Chicago Police Department zu arbeiten. Wow, also im Projekt selber. Und ihr habt selber an der Weiterentwicklung von Apex dann noch nicht mitgeholfen? Also das hat ein anderes Team gemacht? Also ihr habt das war schon nach wie vor das Team, Mike und 2, 3 andere. Apex zu dem Zeitpunkt, es war eine alte kleine Dell-Maschine, die
auf dem Fußboden stand unter Mikes Schreibtisch in seinem Office und die Kernkomponente von Apex ist Flow.plb, das PL-SQL Package und wenn ich da mal eine Änderung brauchte, dann hat Mike mal schnell eine Änderung gemacht und mir dann per AOL Instant Messenger eine neue Flow.plb geschickt und so ging das dann. Und daraus ist dann wirklich Apex als Produkt hervorgegangen. Eben das Projekt für CPD war so das Projekt, wo sich Apex dann zu einem Produkt Production Ready entwickelt hat. Ich finde das sehr interessant, dass ihr alle die Geschichte, wie das entstanden ist, ganz am Anfang, die ersten Stunden von Apex sozusagen, die habe ich jetzt alleine in diesen 7 Podcast-Episoden hier auf der Kscope aus unterschiedlichen Blickwinkeln gehört. Und das ist einfach toll, wie die Aspekte sich ergänzen, wie die verschiedenen Charaktere sich da in der Anfangszeit gegenseitig auch beschrieben haben. Du hast dann aber irgendwann auch aktiv in die Entwicklung von Apex bist mit eingestiegen? Ja, ich war nach wie vor im Consulting und dann Anfang 2002 habe ich dann zusammen mit Scott Spatterfor direkt im Apex-Team angefangen. Wir hatten beide zusammen im Consulting gearbeitet und sind dann beide dorthin gewechselt. Und zu dem Zeitpunkt war das Apex-Team oder Mikes Team allerdings noch Teil von Oracle Sales. Das war eine Sales-Organisation, Oracle Government Education and Healthcare Sales, also öffentlicher Dienst. Das war eine Gruppe, wo unter anderem zum Beispiel auch Tom Kite mitarbeitete. Der hat auch ein paar Lines of Code zu Apex beigesteuert. Und wir waren, wie gesagt, ein Sales-Team und hatten allerdings reichlich wenig Sales gemacht, weil wir eben alle Produktentwicklung gemacht hatten. Und irgendwann hat Sales gesagt, also ihr müsst ein neues Zuhause finden, weil wir können das im Sales nicht so weiter betreiben. Und zu dem Zeitpunkt hatte Oracle gerade angefangen mit alles komplett auf Java umzustellen und Java-Entwicklung und JDeveloper und ADF oder PC4J zum damaligen Zeitpunkt. Und diese eigentliche Entwicklungsgruppe, die hat also überhaupt kein Interesse, uns irgendwie aufzunehmen, weil passt überhaupt nicht konzeptionell in was sie so machen wollen. Ja. Und auch sonst gab es im Prinzip keine Gruppe, wo wir so reinpassten. Daher hatte uns dann erstmal Safra Katz, die jetzt CEO ist, aufgenommen und für, glaube 1,5 Jahre oder sowas unsere Gruppe gefundet. Als Research-Projekt waren wir dann also direkt unter Safra und haben dann da Apex weiterentwickelt. Und dann ging es eben irgendwann darum, wie denn Apex dann den Kunden angeboten werden soll. Eigenes Produkt oder Online-Service. Ich glaube, irgendwie 2004 oder so gab es eine Oracle World in Beijing. Da wurde Project Marvel angekündigt. Das war im Prinzip, was heute ApexOracle.com ist. Das war eine Online-Entwicklungsumgebung für Apex. Da war also erst der Plan, dass wir es wirklich nur als, heute würde man es Cloud nennen, dass man es eben wirklich nur als Online-Service anbietet. Aber irgendwann hat dann Mike mit Andy Mendelsohn gesprochen und dann wurde entschieden, dass Apex eben als Teil der Datenbank mit ausgeliefert werden soll. Und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es noch CDs und DVDs und da gab es dann also eine Companion-CD zur Datenbank, auf der wurde dann eben Apex angeboten. Und da ist dann also Apex, da war es noch nicht vorinstalliert, so wie es jetzt ist, sondern... Nee, das war dann eigene CD und da zu dem Zeitpunkt wurde Apex dann eben ein echtes Produkt. Wow, ja, und dann hatten wir ja, also zu welcher Version über welche Version sprechen wir zu dem Zeitpunkt? War es schon Apex, war es HTMLDB? Oder HTMLDB 1.5, 1.6 waren so die ersten Versionen, die mit der Datenbank ausgeliefert wurden und dann, ich glaube, Apex wurde es irgendwann mit 3, Apex 3.1, 3.2 oder sowas. Ja, das war noch weit vor meiner Zeit, deswegen kann ich nur nicken und dir zustimmen bei dem, was du sagst. Ich bin bei Apex 4.2 dazu gekommen, ich durfte sogar schon die Dynamic Actions von vornherein benutzen. Wahnsinn. Ja, ich verfolge auch schon seit Jahren, seitdem ich quasi dabei bin, ja auch deine Vorträge und sehe, dass du auch immer noch selber gerne die Live-Demos machst. Ich nehme aber an, dass du ja mittlerweile in diesen 25 Jahren bei Oracle und vor allem auch schon in der längeren Zeit, die du in einem Apex-Team arbeitest, ich würde es jetzt nicht unbedingt Distanz nennen, aber schon von der Entwicklung her dich entfernst. Oder bist du nach wie vor auch noch Intuit und übernimmst auch noch Aufgaben? Man will ja immer noch gerne programmieren und was dazu beisteuern, aber hast schon recht, natürlich ist da dann nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit für. Als ich angefangen hatte, hatte ich so meine ersten Projekte bei Apex waren, ich habe die Classic Reports entwickelt, habe die Table of Forms entwickelt, die Apex Item API entwickelt. Später habe ich dann mich um viele Themes gekümmert, bis dann irgendwann Shakib dazu gestoßen war.
habe auch all die ganzen ursprünglichen Icons entwickelt. Daran erinnere ich mich noch, dass mir das auch als Urban Myth erzählt wurde. Ja. Aber irgendwann haben dann Professionals das übernommen. Ja. Und ich denke, mein letztes wirklich großes Projekt im Apex-Bereich war, als wir Universal Theme eingeführt hatten, im Prinzip die Infrastruktur dafür aufzubauen. Also sprich die Themes, Templates, Theme Subscriptions, Template Options, also die ganze Infrastruktur dafür hatte ich noch mit aufgebaut und danach immer noch mal hier und da an Projekten mitgearbeitet, was ich nach wie vor mache. Bugfixing mache ich nach wie vor auch ein bisschen frisch zu bleiben, aber... ich meine, das basiert dann vielleicht auch häufig mal auf dem Code, den du auch noch selber kennst. Ja, sicher, mit Sicherheit, aber so die größeren Projekte, das ist doch eher, weniger Involvement. Aber das Gleiche hast du auch mit Leuten wie Mike, der ist also auch nach wie vor sehr, sehr interessiert daran, mitzuentwickeln und hat natürlich auch nicht mehr so den direkten Draht jetzt ins Kernprodukt, aber was er sehr stark macht, ist Package Applications. Also er baut sehr viele Anwendungen, die er dann auch selber einsetzt. P-Track war so eines seiner Projekte, dann später daraus entstanden hat er einen Punchlist hieß das, jetzt hat er eine Strategic Planning App und sind im Prinzip Anwendungen, Projektmanagement-Anwendungen, mit denen er seine verschiedenen Gruppen leitet und managt. Und da ist dann aber auch so die Idee, dass es irgendwann vielleicht mal eine Packaged-App werden könnte. Aber das ist eben ein Bereich, wo er nach wie vor sehr, sehr viel Zeit verbringt, wirklich mit Apex zu entwickeln. Und er ist da auch wirklich unser erster und Tester für alles, was an neuen Features reinkommt. Ne? Also weil er kann natürlich schon frühzeitig damit entwickeln und so da bekommen wir schon mal sehr, sehr viel Feedback direkt von Mike, dass diese oder jene neue Komponente irgendwie nicht so richtig hinhaut und da ist er also nach wie vor auch sehr, sehr stark involviert. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Gibt es nach wie vor noch so einen absoluten Veto von ihm? Das heißt, ihr habt ein riesengroßes Entwicklungsteam, da reden wir jetzt auch gleich mit Sicherheit noch drüber. Aber gibt es nach wie vor noch so eine Implementation, die ihr vorgenommen habt, die ihm dann vorgelegt wird und er sagt, nein, so machen wir es nicht, in die Richtung geht's nicht weiter? Absolut. Also da gibt es also schon auch immer verschiedene Gründe für, aber ein gutes Beispiel war zum Beispiel der neue Object Browser. An dem hatten wir, glaube ich, insgesamt 3 Releases lang dann entwickelt. Und wie ich am Sonntag ein bisschen beschrieben hatte, Hauptgrund war dafür eben Accessibility sicherzustellen, weil der alte Object Browser war 20 Jahre alt. Ging es eben darum, dass wir jetzt einen Accessible Object Browser anbieten, der mit Screenreaders und so weiter verwendet werden kann, aber da gab es so einige Stellen in dem Object Browser, wo Mike sagte, nee, also das ist zu viel, zu großer Scope. Ziel ist eben das, was wir vorher hatten, neu aufzusetzen, aber nicht darüber hinaus zu schießen. Und es gab so einige Funktionalität, die wir angedacht oder auch schon halb entwickelt hatten, wo wir gesagt, nee, also das geht zu weit. Das ist nicht unsere Rolle in dem Toolset. Da wollen wir also nicht den Scope erweitern von dem, was da ist. Und da hat er dann ganz klar gesagt, also die und die Sachen, die gehen wieder raus und wir sollen uns eben auf den Scope fokussieren, der alte Object Browser anbietet. Ich glaube, in dem Rahmen war ich, glaube ich, nicht der Einzige, der als SQL Developer Web rauskam, die starke Vermutung hatte, dass das vielleicht der Successor von dem Object Browser sein könnte. Man erkennt irgendwie, also ich habe jetzt noch nicht so viel damit rumgespielt, ich habe es ja auch erstmal nur kurz gesehen, aber das wäre ja auch die Möglichkeit gewesen eigentlich, dass man gesagt hätte, das ist ja ein voll funktionsfähiges Tool, SQL Developer Web, das kann sehr viel, das tut eigentlich alles, was auch der Object Browser kann und das wäre mein Tipp gewesen, dass das einfach Einzug in Apex erhält. Mir wurde dann auch schon mal mitgeteilt, oder ich habe dann mal nachgefragt, wie das denn aussieht und warum das denn nicht passiert ist, dass es keine weiteren Abhängigkeiten zwischen den Teams geben sollte. War das der Grund, warum man dann trotzdem diesen Invest auch macht, dass man über 3 Releases hinweg etwas neu entwickelt, was eigentlich schon in einer guten Form da ist, nur von einem anderen Team halt? Naja, wir sind letztlich das gleiche Team, also Ortsteam, SQL Developer Team, Apex-Team, wir sind alle unter Mike. Und, aber das war genau einer der Gründe, warum man ihnen gesagt hat, also unser Object Browser, der soll eben nicht vom Scope dahingehend erweitert werden, dass er all die Sachen covert, die zum Beispiel SQL Developer Web bereits covert. SQL Developer Web ist wesentlich mehr, als was ein Object Browser ist. Da gibt es Data Modeler drin, da gibt es ganz anderes REST-Interface drin und alle möglichen anderen Feature, Liquibase, Export-Import, Sachen, die es so in Apex nicht gibt. Daher haben wir jetzt in 23.1 auch einen Link eingebaut, dass man vom Apex-Menü direkt in SQL Developer Web wechseln kann
ohne dass man sich zum Beispiel dann neu authenticaten muss. Also da ist schon eine Integration drin in dem Sinne, aber Ziel war nach wie vor, dass es eben die Basic-Funktionalität, die du so tagtäglich brauchst für Apex-Entwicklung, dass du die nach wie vor in einer UI hast, die consistent ist mit deiner Entwicklungsumgebung. Du sollst also in der Lage sein, einfach Tabellen anzulegen, per SQL Code zu kompilieren. Und da ist uns schon wichtig, dass es da eben eine durchgängige, konsistente UI gibt, wo du dich eben als Apex-Entwickler wiederfindest. Und dann gibt es ja auch doch einige Overlap zwischen den beiden Modules, if you will. Tabellen, Abhängigkeiten an was deine Anwendung an Abhängigkeiten hat, welche Tabellen referenziert werden. Das sind Sachen, die können wir dadurch besser anzeigen. Supporting Objects, die Installation von Tabellen und PL/SQL Packages ist mit Apex mit drin, mit Bildern mit drin, was dann vom SQL Workshop abgeholt wird. Und da ist einfach so viele Punkte, wo da ein Overlap ist, wo es einfacher ist, wenn man eben die gleiche Umgebung hat. Nur den kleinen Teil dann. Okay, du hast jetzt ja gerade darüber gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass du natürlich jetzt so eine gewisse Distanz zum Team, zu der Entwicklung, zur Programmierung selbst hast. Wie viele Teammitglieder darfst du denn jetzt unter dir betreuen, sage ich jetzt mal? Ja, ich glaube, mein Team ist derzeit 26 und rund um die Welt, Australien, Indien, Europa, USA. Und haben wir allerdings ein bisschen so strukturiert, dass ich jetzt zum Beispiel Hilary, Patrick und Carsten haben jeweils auch ihre Reports, dass also nicht alle direkt an mich reporten, dass ich also nach wie vor eine große Anzahl an Direct Reports habe, aber dass wir dann so ein bisschen eine Teamstruktur angefangen haben aufzubauen, dass wenn wir dann irgendwann weiter wachsen sollten, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, da entsprechend die Teams mitzuwachsen. Genau, dass die Struktur dafür da ist, dass das Wachsen, das Skalieren ein bisschen besser funktioniert. Ja, was würdest du sagen, also was ich beobachten konnte, die letzten Monate, oder ich würde eigentlich fast sagen Jahre, ist, dass ihr richtig schön, ich sag mal, angeln wart in der Community. Ihr habt die besten Leute, habt ihr uns weggefischt. Nein, klingt sehr drastisch, aber ihr habt Leute wie Benno Hogendijk an Bord geholt. Ihr habt den Carsten natürlich intern bei euch aus dem Consulting-Bereich geholt. Vincent Monod ist dazu gekommen, jetzt ganz einigermaßen frisch noch den Ronny mit rübergeholt. Daniel Hochleitner ist mit dabei, Martin Giffey de Souza ist mit dabei. Das ging in einer gewissen Phase unheimlich schnell und ich glaube, jetzt gerade meine ich wieder bei Twitter einige Stimmen gehört zu haben, die dazu gekommen sind. Das hat ja sicher auch damit zu tun, dass Larry Ellison jetzt gerade sehr stark Richtung Apex geht, das Funding da ist und dass Apex noch mehr quasi Fuß fassen kann in der aktuellen Sicht. Was hast du denn für ein Gefühl, wie das in der Zukunft noch weitergehen wird? Meinst du, das wird weiterhin so ein starkes Wachstum geben oder werdet ihr jetzt erstmal setteln und sagen, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir so, wie es ist, zurechtkommen, damit wir weiterhin in unserem Entwicklungsflow bleiben können? Oder werdet ihr jetzt verdoppeln? Na, jetzt haben wir erstmal die starken Hiring-Activities gepaust. Ich glaube, über das letzte Jahr hinweg sind wir nicht mehr so stark gewachsen. Klar, wir haben zum Beispiel Forex übernommen, da kamen natürlich einige neue Mitarbeiter hinzu. Ja. Aber die Phase, wo wirklich 2, 3, 4 neue Mitarbeiter im Monat hinzugenommen hatten, das war vor allem 2020, 2021, bis Mitte 22 der Fall gewesen und was dazu geführt hatte, war natürlich unser Involvement mit den Pandemic-Apps. Unser Team hat in den USA ja sehr viele Pandemic-Apps mitgebaut, angefangen mit dem Therapeutic Learning System, wo gleich am Anfang der Pandemie verschiedene Medikamente mitgetestet wurden und das Ganze wurde crowdgesourced mit eben dieser Apex-Anwendungen und später hatten wir eine Anwendung gebaut zum Testen der Vaccinations und dann am Ende hatten wir V-Safe war die größte oder ist die größte Anwendung, wo im Prinzip jeder in den USA, der eine Impfung bekommen hatte, sich registrieren konnte, um dann zu reporten, ob es irgendwelche Side-Effekte gab und wie das Ganze gelaufen ist. Und aus diesen Projekten ist im Prinzip Apex stark gewachsen. Apex auch wesentlich bekannter geworden internally. Die GBUs, das sind so die General Business Units, das sind Verticals, die sich also um Industrie-Solutions kümmern. Oracle die sind auf dem anderen Zweig, also quasi unter Safra Katz dann und nicht mehr unter Larry, so wo die Datenbanken alle aufgehangen sind, ne? Die Datenbanksoftware so. So das alles unter Max Cecilia und zum einen gibt es eben die Produkte wie Applications oder die Datenbank und so weiter, die sich eben breit an alle Industrien richten.
Aber dann gibt es spezielle Industrie-Solutions für Retail und für Healthcare und für alle Bereiche. Und die haben dann aufgrund der Erfolge, sag ich mal, durch der Pandemic mit Apex sich dazu entschieden, sich auf Apex zu standardisieren. Und Scott, mit dem du auch schon geredet hattest, der leitet also im Prinzip die Architekturentwicklung oder setzt die Standards für diese Gruppen, wie sie Apex einsetzen. Und da ist also Apex massiv aufgenommen worden. Und als dann die Cerner-Akquisition hinzukam, da war dann nochmal ein großer Push. Also jetzt müssen wir wirklich noch mehr Apex-Leute haben, dass wir wirklich auch diese zukünftigen Cerner-Anwendungen mithelfen können zu entwickeln. Und da war dann auch nochmal ordentlich eingestellt worden. Übersetzte Fiscal Year, Oracle's Fiscal Years laufen von Juni bis Ende Mai. Übers letzte Fiscal Year war das dann erstmal weniger, weil Oracle insgesamt erstmal weniger eingestellt hat. Und das ist also nach wie vor so die Guidance, dass wir erstmal nicht weiter groß einstellen wollen, insgesamt bei Oracle. Allerdings erwarte ich schon, dass wenn unser Involvement mit eben vor allem Cerner weiter wächst, dass wir mehr Mitarbeiter brauchen, weil es gibt so viele Dinge, die wir speziell für Cerner bauen wollen, dass da einfach mehr Teammembers dafür erforderlich sind. Oft, wenn wir in diese Projekte involviert sind, sind dann immer ein guter Teil des Kern-Apex-Teams für ein paar Wochen, ein paar Monate dann abbestellt an diese Side-Projekte. Pandemic-Apps, da war das halbe Team mit involviert. Davor, vor ein paar Jahren, gab es dann, als wir dann Cloud gemacht hatten, waren dann Großteil vom Team damit involviert, die Cloud mit aufzubauen, Schema Service, Exadata Express, ADB. Noch davor war unser Team dann stark involviert, zum Beispiel den Online-Store von Oracle zu bauen. Shop.oracle.com ist eine Apex-Anwendung. Das hat auch unser Team anfangs mit aufgebaut. Da hatte ich noch die UI zuentwickelt. Und ich erwarte schon, dass es dann auch in der Form weitergehen wird, dass ein guter Teil unser Team jetzt erstmal bei Cerner mithilft. Aber irgendwann müssen wir uns natürlich schon auch darum kümmern, dass solche Sachen dann auch ins Kernprodukt reinkommen und neue Komponenten, neue Konzepte, die wir für Cerner brauchen, dann am Ende allen Kunden zur Verfügung gestellt werden. Und dafür müssen wir schon dann auch weiter wachsen. Das ist jetzt eine Frage, die bei mir aufgekommen ist. Arbeitet ihr an einer Art Branch dann? Also die Entwicklung von den Anwendungen bei Cerner, wo ihr dabei seid, oder wo dann ein großer Teil des Teams dann mal zeitweise verschwindet, wie du gerade sagst. Wird dann eine Apex-Anwendung für Cerner gebaut oder wird Apex in einer gewissen Form angepasst, damit es besser funktioniert, um Cerner-Anwendungen abzulösen? Also kann ich mir jetzt vorstellen, dass es für die Entwicklung von Cerner-Anwendungen weitere Komponenten gibt, die wir noch nicht kennen, weil die für uns vielleicht auch gar keinen Sinn machen. Ich stelle mir jetzt so vor, dass man an irgendwelchen Terminals Messwerte von irgendwelchen Geräten anzeigen kann und man würde eigentlich so ein EKG oder sowas überhaupt gar nicht bei uns in einem generischen Produkt bei Apex gebrauchen. Also wird an einem Branch gearbeitet, wo Apex in eine andere Richtung weiterentwickelt wird, was generisch für uns keinen Sinn macht? Oder ist das Team damit einfach beschäftigt, ihr eigenes Produkt zu nutzen, um Anwendungen zu schreiben? Immer sowohl als auch. Also wir sind in erster Linie damit involviert, eben neue Komponenten zu entwickeln, die erstmal zunächst für Cerner erforderlich sind, aber zum anderen auch Proof of Concept zu bauen. Also wir sind nicht involviert, jetzt wirklich die zukünftigen Anwendungen als solches zu bauen, aber konzeptionell, wie macht man zum Beispiel eine Patientenregistrierung, dass wir da einen Proof of Concept für erstellen, wie das von der UI her funktioniert und wie es auch architektonisch funktionieren soll. Zum Beispiel bei Cerner Cerner gibt es seit 30 Jahren, die sind über 30 Jahre lang gewachsen mit allen möglichen Technologien. Das ist also ein ziemlicher Mix von verschiedenen Technologien. Deswegen ist jetzt der erste Ansatz, dass wir für all die ganzen Cerner-Funktionen API-Layer aufbauen, wo es eben REST-APIs gibt für alles, was in Cerner passiert. Was natürlich in Apex bedeutet, dass wir nicht direkt auf die Tabellen zugreifen, sondern dass wir uns mit diesen REST-APIs in erster Linie unterhalten. Und da gibt es Bedarf, das eben eleganter zu machen. Und das wird erstmal für Cerner aufgebaut, aber dann irgendwann sicherlich auch Kunden angeboten. Zum Beispiel Fusion Extensions haben ein sehr ähnliches Konzept. Also da könntest du irgendwann auch den Kunden insgesamt zugutekommen. Und andere Dinge, die anders sind bei Cerner,
medizinische Anwendungen haben in der Regel eine recht dense UI, also sehr kleine Felder, sehr kompakt das Ganze. Ja. Und das ist natürlich etwas, was es mit unseren Redwood oder Universal Theme eher nicht der Fall ist, weil diese Themes sind eben darauf ausgerichtet, responsive zu sein, große Headlines und Felder, also das ist genau das. Ja, das, was jetzt eigentlich heutzutage als Standard ist in neuen Eben. Und da denke ich mal, wird sich auch die Notwendigkeit ergeben, dass wir dort Themes aufbauen, die eben speziell für diese Use Cases da sind, aber die können genauso gut dann auch irgendwann Kunden zugutekommen. Ja, da bin ich sehr gespannt, was da kommt. Jetzt waren das jetzt eigentlich ausschließlich positive Erlebnisse, die man jetzt in den letzten Jahren da betrachten konnte. Also sowohl der Zukauf von Forex. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da einige Sachen wiedersehen wird in der Zukunft oder dass dass Apex selbst davon profitieren wird, was es denn da schon alles gibt. Es ist nämlich relativ ruhig geworden um Peter Raganic und Co. Ich glaube, die haben einiges zu tun gerade. Da bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Dann ein großer Zuwachs vom Entwicklungsteam, sehr viele super Player damit dazugenommen, die da aktiv mitentwickeln. Das finde ich super. Ja, aber ich glaube, wir kommen nicht darum herum, um das Thema zu sprechen, was uns, glaube ich, alle sehr stark getroffen hat, auch während der Pandemie. Also ja, das ist ein Thema, was ziemlich viele Menschen sehr stark getroffen hat. Und zwar ist das der Tod von Joel Coleman, der während der Pandemie passiert ist. Und ich habe alleine während der Case-Corp jetzt, wo es ja schon echt längere Zeit her ist, habe ich viele Stimmen gehört, die beschrieben haben, wie es der jeweiligen Person damit ging. Ja. Und ich konnte das bei mir selber auch betrachten, obwohl ich ihn vielleicht einmal jährlich auf dieser großen Konferenz oder vielleicht auch nochmal in Berlin auf der Apex Connect getroffen habe, dass da aber irgendwie eine Verbindung war, die gezeigt hat, dass es ein ganz besonderer Mensch war, der da von uns gegangen ist. Was mich an der Stelle jetzt einfach interessiert, das kannst du so weit beantworten, wie du es gerne möchtest. Ich bin mir sicher, weil ihr euch viel näher standet, dass das auch nicht einfach ist. Aber wie hat das denn das Team längerfristig beeinflusst? Also ich weiß, klar, im ersten Moment wird es für alle der gleiche Effekt gewesen sein, aber er hat einen Spirit reingebracht, eine Art, die Menschen zu motivieren, dieses Ziel, was er hatte, dass alle besser vorankommen sollten, alle sollten besser arbeiten und dass also alle, die Apex benutzen, als auch das Team von der Entwicklung von Apex, allen sollte es gut gehen, alle sollten vorankommen und seine einzige Aufgabe war es für ihn, dass es allen gut geht, dass es alle besser vorankommen. Jetzt fehlt dieser Mensch. Wie hat sich das wiedergespiegelt? Wer versucht denn das jetzt aufzufangen und wie hat sich das verändert? Ja, natürlich großer Schock für uns alle und ich habe 20 Jahre lang mit ihm eng zusammengearbeitet und gerade in Chicago hatten wir dann auch wochenlang, monatelang zusammen gewohnt, da in den Apartments, die wir dann da hatten, also und auch seitdem immer wieder uns auf Konferenzen getroffen, Meetings gehabt in Weston, hat uns einige Male eingeladen nach Columbus, Ohio und haben sehr viel Zeit in Person verbracht, natürlich ständig am Phone und Zoom gewesen. Also das war natürlich ein großer Schock für uns alle und da gibt es auch keinen Weg, wie man dann so eine Persönlichkeit im Team ersetzen kann, weil er ist einer der Miterfinder von Apex. Da hatten wir also auch nicht irgendwie gesagt, okay, dann macht das jetzt der stattdessen. Das ist einfach nicht möglich. Also das war natürlich schon eine schwierige Zeit und ich denke mal, was wir nach wie vor versuchen aufzubauen, ist dann wirklich, dass wir die verschiedenen Bereiche, in die er involviert war, eben verschiedene Leute mit auftragen. Er hat im Prinzip das Apex Product Management und die Entwicklung geleitet und auch viel in der Cloud involviert gewesen und all diese verschiedenen Bereiche, da kümmern sich jetzt eben andere um. Ich hatte auch vorher schon die Apex-Entwicklung geleitet und mache das nach wie vor. Product Management haben wir ein neues Product Management Team aufgebaut, was jetzt auch sehr viel größer ist, als es zu dem Zeitpunkt noch war. Ich glaube, vor 3-4 Jahren, da waren es Joel, David Peak, eine Zeit lang Bo English gewesen, Chaitanya in Indien. Jetzt haben wir ein neues Team aufgebaut, Ashish Rohindro, Jason Haynes, nach wie vor Chaitanya in Indien, Mitarbeiter in Südamerika, viele neue Mitarbeiter in Indien. Das war da wirklich ein sehr großes Product Management Team jetzt haben, die sich wirklich um dann auch die Community verstärkt kümmern können, weil am Ende kannst du das Entwicklungsteam so nicht auffangen und natürlich, da eben haben wir jetzt ein PM-Team, was sich doch sehr viel stärker um Sachen kümmert wie Training Material und Events und direkt mit Kunden zusammenzuarbeiten und Requirements abzuholen. Also das
Den Bereich haben wir also mit einem neuen PM-Team aufgebaut. Entwicklung, wie gesagt, da hat sich so groß konzeptionell nicht viel geändert. Wir sind natürlich stark gewachsen, aber von der Aufstellung her nicht so viel. Und Cloud kümmern sich vor allem Vlad Uvarov und Jason Straub drum. Und ja, haben wir dann versucht, ja, die verschiedenen Bereiche so gut wie möglich dann weiter zu betreiben oder auch auszubauen natürlich. Das ist natürlich dann der Weg, um das technisch aufzufangen, rein personell aufzufangen. Das ist dann einfach... Das kann man so nicht auffangen. Also das ist die Meetings, die er so wöchentlich oder zweiwöchentlich organisiert hat oder die Verbindungen oder die Relationships, die er mit den Mitarbeitern hat, das kannst du natürlich überhaupt nicht. Das kann man nicht ersetzen. Das ist eher, also ich habe das Gefühl, dass er natürlich für euch ein sehr, sehr wertvolles Mitglied eures Netzwerks war und generell von eurem Team oder von den Teams. Aber er hat halt auch einfach wirklich sehr, sehr stark prägend sowohl auf die deutsche als auch auf die internationalen Communities mit eingezahlt. Er hat da richtig, richtig viel gemacht, damit alle vorankommen und damit Apex richtig populär wird. Und ich sehe sehr viele Parallelen bei neuen Kollegen, die ihr habt, die auch mit dabei sind. Euer PM-Team, die sind da super präsent überall. Ja. Freut mich zu sehen, dass es funktioniert. Aber ich glaube, es wird halt auch nach wie vor immer noch, wir erinnern uns alle gerne zurück und wir wissen, dass das ein Fundament war, was er aufgebaut hat. Und ich finde, das sollte keiner vergessen und ich finde das immer wieder toll. Ich glaube, auf dieser Konferenz habe ich auch irgendwo einen Laptop gesehen mit so einem Bild in Loving Memory und das man da auch nochmal... Auf Tisch im Demogrounds Exhibition Hall hatte Jason da so einen Laptop aufgebaut und auch intern sind wir natürlich nach wie vor dabei. Jetzt 2 Jahre nach seinem Tod hatten wir dann Social Media Campaign gemacht, unsere Banner alle abgedatet, das Bild nochmal wieder gezeigt auf einer apexoracle.com Website, also da sind wir nach wie vor, werden wir weiterhin immer Sachen wieder in Erinnerung rufen. Ja, noch viel länger möchte ich über das Thema gar nicht sprechen. Ich glaube, es ist alles gesagt zu dem Thema. Geprägt hat er das. Ich glaube, das kriegen wir als Community mit diesem Fundament, was er geschaffen hat, super hin, das weiterzumachen. Und ich würde jetzt an dieser Stelle gerne rüberschwenken zu unseren Kategorien. Das sind unsere Fragen, die stellen wir jedem Gast. Und zwar geht es um die Kategorien rein hypothetisch, ganz privat und Konsumverhalten. Naja, dadurch, dass du jetzt ja eigentlich Amerikaner bist, ne, wir hören es auch wieder raus, also sowohl Hamburg als auch USA, ich finde es super, haben wir das Konsumverhalten jetzt eher auf News und auf Wissen bezogen und nicht auf das typische, wie man in Amerika Konsumverhalten beschreiben würde. Ich glaube, da haben wir auch eine super Ansicht von, können wir auch drüber sprechen. Aber ich würde sagen, wir starten mit der Kategorie rein hypothetisch. Und zwar, wenn du einen technologischen Trend in der Vergangenheit rückgängig machen könntest oder in der aktuellen Zeit rückgängig machen könntest, welcher wäre das? Ich weiß nicht, was ich rückgängig machen würde. Ich denke, ich würde Sachen wie Cloud früher anfangen. Ich denke mal, da waren wir spät dran oder insgesamt, denke ich mal, hatten wir schon vor 20 Jahren Ideen around Hosted Computing gehabt. Mit Apex zum Beispiel. Ich denke mal, das ist einfach etwas, was wir schon früher hätten irgendwo auf den Weg bringen können. Aber gut, manche Technologien, die brauchen eben, bis sie soweit sind. Ja, ich meine, da hat Oracle ausnahmsweise mal den Apple gemacht sozusagen. Also das sind ja das, was auch die Reports gerade zeigen. Ich möchte das mal nicht so tun, als würde ich die lesen oder als würde ich da ganz deep in irgendwie reintauchen. Aber man sieht ganz klar, es gibt AWS ganz lange, es gibt die Google Cloud und weiß ich nicht was alles noch. Oracle kam relativ spät dazu, wie du ja schon gesagt hast, aber scheint sich jetzt gerade rauszukristallisieren, dass die halt Methoden anwenden, wo sie Leute auch von anderen, also gute Mitarbeiter von anderen Cloud-Vendern abholen. Man lernt natürlich auch davon, was andere gemacht haben. Und sagen, ihr habt freie Hand, ihr könnt jetzt hier an der Stelle mal völlig wirken, wie ihr gerne möchtet. Und ich glaube, das ist sichtbar von außen, dass Oracle gerade massiv ausbaut, was die Cloud angeht. Und das ist sonst Apples Methode. Erstmal alle machen lassen und danach langlaufen oder aus den Fehlern anderer lernen. Ich glaube nicht, dass das ein Nachteil ist, aber klar, das Ganze hätte man früh genug aufbauen können und dann auch natürlich sofort die Marktherrschaft davon ergreifen können. Ja. Ich darf gerade ganz viel in der Cloud ausprobieren, weil die Ace Pro Credits natürlich umfangreich sind und man echt in der Lage ist, da sich einmal durch den kompletten Stack durchzuprobieren. Finde ich nach wie vor super. Aber gut, das ist dann eigentlich auch schon fast die Zusammenfassung oder zusammen kombiniert die zweite Frage, die ich stellen wollte. Und zwar, wenn du eine Erfindung oder wenn du etwas Neues erfinden könntest oder ja, zumindest erstellen oder schaffen könntest im Technologiesektor, was wäre das? Jetzt hast du gesagt, du hättest früher die Cloud gemacht. Ja, okay, das könnte auch als Antwort durchgehen, aber vielleicht fällt dir noch irgendetwas ein.
Ja, ich denke mal, jeder spricht über AI. Also ich denke mal, da würde ich gerne Ideen haben, wo wir da gut reinpassen können. Ich meine, wir haben natürlich auch hunderte von Diskussionen ums Thema, aber ich denke mal, das ist so ein Bereich, keine Ahnung, was Konkretes sein könnte, aber dass wir wirklich AI in einem sinnvollen Weg irgendwo für Apex einsetzen können. Ob so ein Chatbot ist zum Anwendungsgenerieren oder was auch immer es sein mag. Ich denke mal, da gibt es sehr viel Potenzial und das ist durchaus ein Bereich, wo ich denke, dass wir da wo ich gern was machen würde. Dadurch, dass wir natürlich hier einen Podcast sind und keine Slides zeigen und auch eigentlich auch nicht verpflichtet dazu würden, ich füge einfach mal das Safe Harbor Statement damit rein, dass natürlich ein Chatbot als Möglichkeit, eine Anwendung erstellen zu lassen, zu generieren, wäre natürlich eine tolle Idee, heißt aber natürlich noch lange nicht, dass das im Backlog steht und gemacht wird. Ne? Das wäre jetzt die Aussage. Die sehr gut, ja. Sehr professionell, wunderbar. Ja, klar, also AI ist ein Riesenthema, finde ich auch. Ich habe mir auch schon Gedanken dazu gemacht, was wäre ein Killer-Feature für Apex. AI getrieben, so als kleines Ding, was man so als erstes reinsneaken könnte. Ich habe mir vorgestellt, dass so ein weiterer Tab im Page-Designer ganz sinnvoll wäre, so wie die Hilfe, nur dass es zugeschnitten auf die aktuelle Situation wäre. Man füttert es mit den Komponenten, die auf der Seite sind, mit den Data Sources, die da sind und anhand dessen kann man in der Hilfe Tipps kriegen, was man als nächsten Schritt machen könnte. So, ach guck mal, du hast jetzt hier eine Region gemacht, du hast eine SQL Query reingepackt. Als nächstes wäre doch super, wenn du vielleicht diese Spalten hier, die habe ich an den Namen, habe ich erkannt, dass das dies, das und dies, jenes sein könnte. Vorschläge, was man anhand der aktuellen Daten, ne, dass man da so Hinweise geben kann. Ja, gute Idee. Für die Hörer, Marc schreibt gerade fleißig mit. Spaß, natürlich nicht. Ich glaube, das ist ein Riesenfeld, kann man machen, aber ich glaube, auch da sollte man nichts überstürzen. Ich glaube, da gibt es momentan gerade ganz viele Unternehmen, die sind schneller weg, als sie wieder da sind. Und lieber glaube ich, etwas Ausgereiftes machen. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass wir dann mit Apex 26.1 mit Sicherheit einen voll ausgeklügelten Chatbot haben, der eigentlich alles, wie heißt es noch gleich, Blueprint steuern kann, um das Datenmodell mitzugenerieren und alles. Dann würde ich gerne in die nächste Frage einsteigen. Und zwar nochmal aus dem Bereich rein hypothetisch. Wie würdest du schätzen, wird sich dein Arbeitsalltag in den nächsten 10 Jahren verändern? Sowohl technologisch gesehen als auch positionsspezifisch. Ich meine, du warst 25 Jahre bei Oracle, ganz lange auf einer Position. Was siehst du für die nächsten 10 Jahre? Hoffe ich natürlich auch weiteres Wachstum für Apex und weiteres Wachstum unserer Gruppe. Ich hoffe, dass wir wieder dahin kommen, dass wir uns häufiger oder überhaupt mal persönlich treffen können. Ich denke mal, das war vor der Pandemie schon mal schwierig gewesen, weil wir sind halt weltweit stark verteilt. Und unser größtes Team ist im Prinzip in Reston, in der Nähe von Washington DC. Und da haben wir uns immer mal wieder in Person getroffen. Und das ist momentan nach wie vor nicht möglich. Aber da denke ich mal, müssen wir wieder hin, gerade wenn du ein größeres Team hast, dass wir da uns dann auch mal persönlich treffen können. Weil ich finde es halt wichtig, dass man die Leute zumindest mal persönlich gesehen hat, sich mal ein bisschen ausgetauscht hat. Ich hatte das Glück, sag ich mal, durch unsere Hiring-Spree über die letzten Jahre, dass im Prinzip fast alle Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, dass die in irgendeiner Form schon mal vorher getroffen hatte. Ronny habe ich mehrfach auf der DORC getroffen oder Winston kannte ich noch aus Insam-Zeiten. Also dass ich da die meisten neuen Mitarbeiter schon persönlich kannte. Aber das würde ich halt hoffen, dass wir in der Zukunft da einen Weg finden, wie wir uns doch immer mal irgendwo als Team treffen können. Nicht das gesamte Team, das ist unrealistisch, aber in kleineren Gruppen, regional, Europa, USA, wo auch immer, dass wir da hinkommen, dass wir da immer mal ein paar Tage zusammen sein können. Ich denke nicht, dass wir alle irgendwo wieder zurück ins Büro müssen. Das ist also bei Oracle kein Thema, aber ich bin jetzt immer ein paar Mal in unser New York Office wieder gegangen, wo ich seit 2 Jahren nicht war. Und jetzt haben wir auch ein neues Office und war da ein paar Mal gewesen. Da ist keiner, mit dem ich direkt zusammenarbeite. Da ist also wenig Sinn, da wirklich im Office zu sein. Aber dass man dahin kommt, dass man sich vielleicht mal ab und zu mal ein paar interne Meetings hier und da macht, denke mal, das wäre wichtig. Würde ich für die Zukunft hoffen, in den nächsten 10 Jahren, dass wir da einen Weg finden, wie wir da eben ein Remote-Team in einer Weise managen können, dass die Leute sich zumindest auch ab und zu mal persönlich sehen. Ich kann mir vorstellen, dass auch diese Besuche auf den Konferenzen jetzt wieder, ob es jetzt Apex Connect oder Kscope ist, ja auch ein Teil des Teams. Da werdet ihr die Zeit sicher auch nutzen, um euch mal persönlich auszutauschen. Auf jeden Fall. Ich meine, in den anfänglichen Jahren war das unsere Team-Meetings. Ne? Ja. Open World vor 15 Jahren oder sowas, da ist im Prinzip das gesamte Team die ganze
8 oder 9 Leute von uns. Ja, ich wollte gerade sagen, das war noch wesentlich kleiner, als es jetzt ist, ja. Das geht natürlich diese Tage nicht mehr, aber klar, die Konferenz ist natürlich wichtig und hier jetzt mit unseren PMs und mit Jakib uns auszutauschen, das ist natürlich schon sehr, sehr gut. Ja, man merkt es dem Team an, gerade auch so bei den Abendveranstaltungen, dass da das Socializing und das Zusammenkommen auch mal ganz wichtig und ganz toll ist, das persönlich zu machen. Okay, erste Frage aus der nächsten Kategorie und das ist ganz privat. Bist du derzeit zufrieden mit deiner Work-Life-Balance? Ja, doch, denke schon. Also wir waren schon auch vor der Pandemie remote gewesen. Ich habe also auch vor der Pandemie schon recht viel von zu Hause gearbeitet, aber jetzt nach der Pandemie nach wie vor. Also wie ich eben gesagt hatte, ins Büro gehe ich eher selten und das gibt einem natürlich schon die Flexibilität, dass man dann, wenn es dann mal ein Basketball-Game gibt, dass ich dann nachmittags mit meinem Sohn zum Basketball fahren kann oder dass ich mich um diese oder jene Sachen kümmere. Meine Frau arbeitet als Immobilienmaklerin in New York, die hat auch einen eher flexiblen Schedule. Das heißt, das kann auf letztlich alles recht gut organisieren, dass wir da wirklich flexible Arbeitszeiten haben und unsere Kids sind jetzt 14 und 17, dass wir uns da auch in den letzten 10, 15 Jahren die Zeit hatten, da dann auch da zu sein, wenn sie nach Hause kommen, aus der Schule kommen. Also das ist schon wichtig und ich denke mal, sowohl meine Frau als auch ich, unsere Jobs erlauben uns eben da die Flexibilität, dass wir eben das alles so machen können, wie wir uns das vorstellen. Ja, das ist eine sehr positive Antwort, das freut mich. Ich habe häufig bekommt man auch die Antwort, dass es gar keine richtige Work-Life-Balance gibt, sondern eher Work-Life-Blending, weil das so ein bisschen ineinander überläuft alles. Und das ist ja das, wenn da zwischendurch Unterbrechungen sind bei der Arbeit, wenn man gerne sich ein bisschen mehr auf Live konzentriert, ohne dass Work davon irgendwie negativ beeinträchtigt wird. Aber ich glaube, dass das ist für uns alle Ja, auch ich denke mit mal, dem das ist ein bisschen Give Remote and Take. Ne? Klar ist man dann auch mal abends in einem Meeting oder am Wochenende, aber im Gegenzug bekommt man natürlich dann die Freiheiten zu anderen Zeitpunkten, dass man dann mal irgendwo hier und dahin geht. Nicht? Und mit dem internationalen Team habe ich Meetings morgens früh oder abends spät mit meinen Kollegen in Australien. Da gibt es also nicht viele Stunden, wo wir Overlap haben. Also wenn ich mich mit denen um 8 Uhr morgens meiner Zeit treffe, das ist bei denen schon abends um 6 oder 7. Das habe ich persönlich auch schon mal in einem Projekt miterleben dürfen. Ich glaube, das auf einer täglichen Ebene zu machen oder mehrmals die Woche, ich glaube, das wäre wirklich, wirklich schwierig. Noch eine Frage aus ganz privat. Welche Rolle spielt Technologie oder, ja, ich sag mal fast das Nerdtum oder Geektum in deinem privaten Umfeld? Ist es so, dass wenn du den Laptop zuklappst oder den Computer ausmachst, dass du umgeben bist, auch von Geeks und Nerds, mit denen du eigentlich über die gleichen Themen weitersprichst? Oder hast du dir den Freundeskreis aufgebaut, der nicht ausschließlich aus IT-affinen Menschen besteht? Ich glaube nicht zu technologisch, aber ich denke mal, alle haben genug Technologie zwischen iPads und iPhones und Laptops und Sonos-Speakers und Playstations und VR-Brillen. Ich denke mal, das ist Consumer Electronics, ja, aber es wird sich nicht über Programmieren unterhalten oder über über Programmieren ehrlich wie läuft es in deinen Da habe Projekten. ich genug Programmierunterhaltungen während des Tages. Ja. Das brauche ich abends nicht weitermachen. Manchmal kann man sich nicht aussuchen, ne? Aber gut. Ja, nächste Kategorie ist Konsumverhalten. Wie konsumierst du denn zum einen News, aber zum anderen auch neues Wissen, die dich in deinem Job weiterbringen? Ich denke weitestgehend per Phone und iPad. Ich denke mal, ich habe nach wie vor eine New York Times Print Subscription. Ich bekomme also am Wochenende nach wie vor die Zeitung geliefert. Aber ich glaube, die habe ich also in den letzten 10 Jahren nicht aufgemacht. Ist das Subscription-Modell, was die haben, wenn man die Papierversion nach Hause geliefert bekommt, bekommt man die digitale Version günstiger. Okay. Aber grundsätzlich habe ich meine News schon eher per iPad und iPhone konsumiert. Also wenn man durch das verregnete New York läuft und man nasse Füße hat, eignet sich diese Zeitung perfekt, um sie als Knüttel in die Schuhe zu tun, um sie zu trocknen. Ja, das bietet sich an. Das geht schon sehr gut. Man braucht sehr viele Schuhe bei der Menge an Zeitung, aber okay, wunderbar. Das technische Wissen, wie eignest du dir das an? Twitter, Blogs, hörst du vielleicht Podcasts wie Devs on Tape regelmäßig? Ja, Devs on Tape natürlich. Ja, aber das wollte ich gerade sagen. sonst eher lesen, also Websites, Newssites, technische Blogs. Aber auch der eher digital, nicht wirklich Paper. Nö, digital, also 100% digital und YouTube-Videos, irgendwie Produktdemonstrationen, aber alles digital.
Okay, nächste Frage, die baut ein bisschen darauf auf. Wir haben ja jetzt irgendwie auch immer mehr und immer mehr über die letzten Jahre so eine wachsende Flut an Informationen, die auf einen reinprasseln. Das kann über alle möglichen Kanäle sein. Man selber merkt das jetzt gerade so im aktuellen Anlass hier auf einer Konferenz, wie viel da so auf einen einprasselt. Ob das jetzt parallel 20 Push-Notifications auf dem Handy sind, die weltweit die News irgendwie darstellen, oder ob das Wissen ist, was man hier in der Präsentation bekommt, während einer noch mit einem redet. Wie gehst du damit um, dass in unserem Alltag so viel auf uns einprasselt? Schaltest du Push-Notifications auf dem Handy aus für 9 von 10 Apps und liest nur einmal am Tag die Zeitung an, um nicht die ganze Zeit diese einprasselnden News als Eilmeldung zu bekommen? Ja, die Push-Notifications habe ich weitestgehend grundsätzlich abgeschaltet. Also das wirklich nur die mich wirklich interessieren. Auf dem iPhone mag ich die News-Apps ganz gern, weil die summarize ganz gut die Sachen, die mich interessieren. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher, aber ansonsten ja, News halt und Notifications schalte ich ab, wenn ich in irgendwelchen Meetings bin. Was ich schwierig finde, sind so Sachen, Webinars wirklich eine Stunde lang konzentriert zu folgen, weil dann kommen die Slack-Messages und die E-Mails und dieses und jenes und das ist so eine Sache, also da wirklich eine Stunde zu sitzen und wirklich das zu verstehen, was dort gerade präsentiert wird, das ist mit all den ganzen Distraction etwas schwierig. Ich glaube, es ist das gleiche Phänomen, was viele beschreiben. Man sitzt abends auf der Couch, guckt Fernsehen und irgendwie die nächste Reaktion, die alle 2, 4, 5 Minuten passiert ist, man nimmt das Handy in die Hand und lässt sich noch weitere Informationen irgendwie ein, weil der Film gerade nicht packend genug ist. Ja. Das hätte man im Kino nicht gemacht und das macht man zu Hause dann doch. Ja, das gleiche Verhalten, glaube ich, bei Webinars. Also ich weiß auch nicht, wie ich das mache, wenn ich 2 Stunden am Stück oder einen halben Tag irgendwas folgen muss. Ich glaube, da lässt man sich ganz leicht ablenken. Wunderbar. Vielen Dank für die Teilnahme im Podcast. Ich habe jetzt noch eine kleine besondere Sache vor. Ich zähle jetzt von 3 runter und dann kriege ich ein Unreleased Feature von Apex angekündigt. 3. Ein unangekündigtes Feature. Safe Harbor habe ich ja schon gesagt. 3, 2, 1. Jetzt, Marc. Oh, I have one. Working Copy. Working Copy. Was steckt dahinter? Im Prinzip im CI/CD-Bereich ist die Idee, dass du im mini-kleinen Bereich dir im Prinzip eine Feature-Branch anlegst, indem du eine Anwendung konzeptionell kopierst und dann in deiner Kopie arbeitest und dann die Änderungen hinterher wieder reinmergst in die Main-Anwendung. Und dass das eben so weit eingebaut ist in Apex, dass das automatisiert ist. Dass du Wahnsinnsfeature. Super, Wahnsinn. Ihr hört es als allererstes im Devs on Tape Podcast. Eine Working Copy oder N Working Copies? I think it's still work in progress, aber die Idee ist schon, dass man also verschiedene Entwickler ihre eigenen Working Copies haben. Wunderbar. Das ist jetzt ein kleines Bonus, die Kirsche auf der Sahne, ja, das I-Pünktchen auf dem I, für die Hörer, die es wirklich schaffen, unsere Podcast-Folge bis ganz zum Ende durchzuhören. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Marc, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich auch bei unseren Hörern, die wieder eingeschaltet haben. Ich wünsche dir noch eine schöne Konferenz, Marc. Ich denke, wir werden heute Abend noch ein Bierchen zusammen trinken. Ja, und schöne Grüße an alle, die den Podcast hören. Und bis dann. Danke dir nochmal. Danke.